Welches Sprachmodell sollte ich verwenden, wenn ich eine Website erstellen will? Die Frage ist vielleicht weniger wichtig, als Sie denken. Nach meiner Erfahrung kommt es eigentlich gar nicht so drauf an. Die meisten großen Sprachmodelle, die Sie so kennen, die sind dafür gut geeignet. Es gibt aber natürlich kleine Unterschiede und die schauen wir jetzt im Detail mal an. Bekannteste Vertreter ist ja sicher ChatGPT, mit dem kann man super arbeiten. Die Modelle, die hier zur Verfügung stehen, die finden Sie hier oben rechts. Kann man gerne auch mal reinschauen. Das Standardmodell, was eingestellt ist, funktioniert normalerweise gut. Die werden auch gerne mal geändert. Hier 4.0 funktioniert derzeit sehr gut. Ich kann auch hier O1 verwenden, was relativ langsam ist, für Coding manchmal interessant, aber für Standard HTML und CSS brauchen Sie das nicht. 4.5 ist auch noch eine Option, das ist so ein Mittelding. Das lässt sich auch verwenden, wenn Sie mal ein Research machen wollen, also eine tiefer gehende Rechercheaufgabe. Aber für die Standardsachen, die wir für die Website-Erstellung brauchen, tut es das 4.0 völlig. Und wir fangen jetzt hier einfach mal an mit einer Beispielfrage, wie ich am besten vor, wenn ich eine Website erstellen will. Rechtschreibfehler sind ChatGPT eigentlich egal. Ich mache sie einfach weg aus Gewohnheit und weil es natürlich hier im Screen Recording besser aussieht. Ich schicke die Frage los, kriege hier meine Antworten und sehe etwas in der Art. Ist natürlich jedes Mal ein bisschen anders, was ChatGPT da ausspuckt. Das ist ja auch das Interessante daran. Ich sehe hier einen längeren Text. Scroll da mal runter. Ja, das ist jetzt in Ordnung, nichts Weltbewegendes. Die Frage war aber auch natürlich sehr, sehr allgemein gestellt, aber das ist jetzt hier einfach nur mal ein Beispiel und wir stellen jetzt dieselbe Frage den anderen Modellen, die ich auch noch gerne verwende. Kandidat, ich kopiere mir hier das auch noch mit in die Zwischenablage, damit wir das nicht jedes Mal tippen müssen und gehen zu Claude, Kandidat Nummer 2. Claude verwende ich persönlich, also nochmal als Fazit, ChatGPT ist für mich so das Go-To-Modell, das Standardmodell, was ich meistens verwende. Das ist einfach sozusagen sehr ausgeglichen, funktioniert für die meisten Sachen gut, ist schnell, kostet im Wesentlichen so viel wie die anderen, wenn Sie dann ein Abo haben, was ich sehr empfehlen würde, weil man einfach sonst in irgendwelche Restriktionen reinrennt. Ob es jetzt aber eben hier zum Beispiel Claude ist oder ChatGPT, kommt nicht so drauf an. Claude verwende ich vor allen Dingen dann, wenn ich Code schreiben will. Ich finde, das kann Claude meistens noch ein bisschen besser. Und außerdem kann Claude etwas schöner formulieren. Schauen wir mal, was bei dieser Frage hier rauskommt. Wie gehe ich am besten vor, wenn ich eine Website erstellen will? Dann kommen hier ganz andere Ansätze, finde ich interessant. Der geht hier nochmal einen Schritt zurück und überlegt erstmal, ja, was will der Nutzer, der hier die Frage stellt, denn eigentlich tun? Finde ich jetzt eigentlich ganz gut, gefällt mir gut, dass die jetzt hier nicht gleich so losrattern, hier mach 1, 2, 3, 4, sondern fängt erstmal so an zu überlegen, ja, was brauchst du denn? Und stellt auch nochmal eine Nachfrage. Gefällt mir persönlich sehr gut, ist ein Ansatz, den ich tatsächlich auch eher empfehlen würde, den ich im Buch auch eher so beschreibe. Ja, nicht gleich losrennen, sondern erstmal nachdenken, was man denn überhaupt machen will, was der richtige Ansatz ist. Stellen wir die Frage einem weiteren Dienst, Le Chat, also die Katze oder eben der Chat auf Französisch, der einzige europäische Anbieter von großen Sprachmodellen, der da in der Liga mitspielen kann, ist ein bisschen unbekannter, ist kostenlos derzeit. Ich finde das ziemlich gut. Schauen wir mal, wie der mit der Frage umgeht. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Das scrollt nicht so durch. Die Antwort kommt auch super schnell rein. Schauen wir mal Zielsetzung und Planung. Definieren Sie den Zweck, Domain und Hosting, Wahl der Plattform, Design und Layout. Das sieht im Wesentlichen genauso aus wie das von ChatGPT. Ich würde sagen, das ist auch nicht viel schlechter. Sie werden in manchen Details vielleicht mal finden, dass ChatGPT besser antwortet, aber in vielen Fällen ist es hier mit Le Chat sehr, sehr gut und eine echte Alternative. Gehen wir zum Copilot von Microsoft.
Der ist insofern eine Spezialanwendung, weil dahinter steckt letztlich eine Variante von ChatGPT. Die machen irgendwie hintenrum noch ihre eigenen Sachen, man weiß nicht so genau was, aber der große Vorteil ist, dass das mit einem kostenlosen Microsoft-Account auch kostenlos zugänglich ist, weitgehend, und die Restriktionen nicht so streng sind wie beim kostenlosen Account von ChatGPT. Ich sehe jetzt hier auch als Ergebnis eine sehr, sehr ähnliche Antwort wie für ChatGPT, was nicht überrascht, weil ja ChatGPT dahinter steckt. Dann eine Werbung. Aha, okay. Und nochmal hier Vorschläge, was man sonst noch fragen könnte. Weiterer Kandidat ist Gemini, wie auch immer man es aussprechen möchte. Gemini ist die offizielle amerikanische richtige Aussprache. Ich kann aber alle Modelle auch eben auf Deutsch bedienen. Hier kopiere ich auch mal wieder unsere Standardfrage rein und schaue, was Gemini dazu sagt. Das geht natürlich zackig, wie bei allen anderen Modellen auch. Hier sehe ich im Wesentlichen eine Antwort, die der von ChatGPT gleicht. Ja, das kann im Einzelfall mal besser sein, mal schlechter sein. Ich hatte auch schon sehr lustige Antworten mit Gemini. Der ist manchmal einen Ticken humorvoller und hat manchmal einen Dreh, gerade für Texte, die speziell sind. Also wenn es wirklich drauf ankommt, probiere ich tatsächlich Texterstellung, Ideen für Texte, Überschriftenideen zum Beispiel mit verschiedenen Modellen, weil die einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben. Ja, ChatGPT hat eine bestimmte Art zu antworten, manchmal ein bisschen trockener, Gemini manchmal ein bisschen abgefahrener, Claude meistens sehr gut. Es lohnt sich da einfach mal ein bisschen zu experimentieren. Gerade bei Überschriften, wenn man will, dass eine Überschrift wirklich sitzt und knackig ist, dann gerne einfach mal verschiedene Modelle ausprobieren, und dafür reichen auch tatsächlich immer die kostenlosen Accounts. Apropos kostenlos, DeepSeek, das chinesische Modell, was seit einiger Zeit auch von sich reden macht. Da habe ich hier die Möglichkeit, entweder DeepThink R1 zu verwenden. Das ist sozusagen das fortgeschrittene Modell, was Reasoning macht, also genauer nachdenkt. Brauche ich für die meisten Fälle jetzt auch nicht. Wenn ich so eine einfache Frage habe wie diese, und die meisten Sachen rund um die Website-Konzeption sind auch ähnlich einfach, stelle ich einfach mal so. Schau mir auch wieder an, was kommt denn hierbei raus. Denkt einen Moment länger. Ah ja, okay, Search Service ist nicht online, aber das ist uns auch egal, weil wir wollen für diese Frage jetzt gerade sowieso nicht im Internet suchen. Schauen uns mal an, was bringt der DeepSeek hier raus. Ja, auch das sieht im Wesentlichen aus wie das von ChatGPT. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiter reingucken. Und das war's mit den bekannten Modellen, die ich öfter verwende. Natürlich gibt's weitere. Probieren Sie einfach aus, was gut für Sie ist. Das sind die ich verwende. Wie gesagt, standardmäßig ChatGPT. Ansonsten Claude ist mein Liebster für alle Dinge, die Programmierung und Formulierung betreffen. Und Le Chat ist sozusagen so ein emotionaler Liebling, weil ich das irgendwie cool finde, dass es in Frankreich so ein Unternehmen gibt, was da mitspielt. Microsoft ist okay, verwende ich nicht so viel, Gemini auch nicht so, aber wie gesagt, das sind persönliche Präferenzen, funktionieren tun sie alle. Und wenn Sie ein bisschen mehr rumexperimentieren wollen, dann habe ich jetzt noch einen Bonustipp. Das ist Mammoth. Mammoth, oder Mammoth vielleicht ausgesprochen. Eigentlich schreibt man das Mammut eben ohne das U, aber eindeutig hier ein Mammut im Namen. Das Symbol macht das deutlich. Hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Tools auf einmal zu testen mit einer Subskription. Das heißt, ich mache ein Abo, was weniger kostet als die Abos für die meisten großen Sprachmodelle, und habe dafür Zugang zu allen diesen Modellen. Natürlich in einer begrenzten Version auch nur. Ich kann da auch nicht unendlich viele Abfragen stellen. Und der größte Haken ist, das UI sieht nicht so schön aus. Also die Benutzeroberfläche ist nicht ganz so gut. Und gerade wenn Sie jetzt hier sehen, Bilderstellung, oh, das klingt ja super. Mit Journey, Stable Diffusion, Flux, super. Aber Sie können leider die ganzen Einstellungen, die alle möglich sind im Webinterface von diesen Diensten, hier nicht so gut vornehmen. Aber trotzdem, ein Blick ist es wert. Das sieht auch so aus, wenn Sie angemeldet sind. Das ist bei mir so. Ich habe den subskribiert. Ich gebe da auch meine Frage ein.
Und dann erst kann ich auswählen, in dem Moment, wo ich einen Text eingegeben habe, welches von den Modellen ich jetzt loslaufen lassen will. Ich kann auch Llama zum Beispiel verwenden, von Facebook das Modell, ein Open-Source-Modell, Mistral eben, was Le Chat auch betreibt. Und ich kann hier die verschiedenen anderen Tools auch starten lassen. Wähle aus, indem ich anklicke und kriege hier wieder Antworten, die den Antworten vorher natürlich ähneln. Ist eine praktische Sache, ist, wie gesagt, von der Bedienung her nicht ganz so hübsch, ein bisschen hakelig, sieht ein bisschen anders aus, ein paar erweiterte Funktionen, die die Dienste in den Original-Interfaces bieten, die sind dann nicht möglich. Aber um einfach mal ein bisschen rumzuexperimentieren, ist das ein kleiner Bonustipp. Und damit ganz viel Vergnügen beim selber testen.